Hi Leute und willkommen zu diesem Video. Yay, endlich kommt mal wieder was zu Sailor Moon. Und zwar werde ich euch heute einige Dinge nennen, an denen ihr erkennt, dass ihr etwas zu viel Sailor Moon schaut. Auf diese Idee kam ich durch ein Spiel in einem Forum. Die Dinge habe ich also mir nicht selber ausgedacht. Aber es sind tatsächlich einige Dinge dabei, die wirklich auf mich zutreffen. Ihr könnt ja am Ende des Videos in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, welche Dinge bei mir wirklich passiert sind oder welche halt wirklich stimmen. Und dann will ich auch gar nicht mehr lange reden, fangen wir an. Du siehst zu viel Sailor Moon, wenn du dir einen Füller kaufst und versuchst, sich damit zu verwandeln. Wenn du beim nächsten Juwelier nach einem Silberkristall fragst. Wenn du in die nächste Spielhalle stürmst und alle Automaten mit Naschkatze will Reiskuchen anbrüllst. Wenn du in jedem Jungen etwas von deinem Ex-Freund siehst. Wenn du davon träumst, dass dein Freund mit Rosen um sich wirft, um dich zu retten. Wenn du anfängst zu singen, es fliegt ne süßer Sailor Moon in unserem Haus herum, wie die Bum. Wenn du glaubst, H&M steht für Haruka und Michiru. Wenn du im Winter mit dem Gartenschlauch durch die Gegend läufst und Wasserstrahl, flieg und frier schreist. Wenn du plötzlich spürst, dass das Meer zu tosen beginnt. Wenn du einen Papierfetzen wirfst und schreist, weicher böser Geist. Wenn jemand auf dich zuläufst und du, Sailor Star, halt ihn auf, schreist. Wenn deine Freunde sich streiten, dazwischen gehst und Moon Healing Escalation rufst. Wenn alle deine Freunde plötzlich erschreckende Ähnlichkeiten mit diversen Sailor Moon Charakteren haben. Wenn du deinem Klugscheißer-Kumpel eine Wirbelbrille kaufst und ihn fortan nur noch Umino nennst. Wenn du Angst hast, in einen Spiegel zu schauen, weil ja Nihilinia auftauchen könnte. Wenn du versuchst, mit jedem Schlüssel das Tor von Raum und Zeit zu öffnen. Wenn du dir fast alle Gliedmaßen brichst, weil du die Verwandlungen und Attacken auch so perfekt können willst. Wenn du in Urlaubsklamotten und mit Fotoapparat zur NASA gehst und sie bittest, dich zum Mond zu schießen, weil du dir da die Ruinen vom Mondkönigreich anschauen möchtest. Wenn du mit Katzen über die Rettung vom Mondkönigreich sprichst. Wenn du jemanden trittst und dabei rufst, Sailor Moon, Kick! Wenn du dich dabei ertappst, wie du mit deinem Gürtel die Venus Love Me Chain Attacke ausführst. Wenn du das japanische TV nach dem Sender Galaxia absuchst. Wenn du nach einer verhauten Klassenarbeit verloren schreist. Wenn du bei deinen ehrenamtlichen Aktivitäten allmählich Angst um dein reines Herz bekommst. Wenn du versuchst, Rosen anzuspitzen, damit sie so gefährlich aussehen wie die von Tuxedo Mask. Wenn du bei jeder Prüfung total versagst, weil dein Hirn einfach viel zu laut sagt das Zauberwort singt. Wenn du nicht mehr mit Was machst du gerade angeschrieben wirst, weil alle wissen, dass deine Antwort irgendwas mit Sailor Moon zu tun hat. Wenn du beim Sportfest in der Schule vor dem Sprint denkst, Uranus, steh mir bei. Wenn du dir beim dritten Versuch einzuparken selbst zuflüsterst, mach Haruka stolz. Wenn du bei einem vorbeifliegenden Schmetterling voller Freude rufst, Prinzessin Kakyu! Wenn du dir bei Prüfungen immer denkst, Amy, bitte hilf mir! Wenn du in allen möglichen Büchern und Internetseiten versuchst, etwas über den Planeten Euphor herauszufinden. Wenn du Leuten, denen du nicht magst, Seifenblasen ins Gesicht bläst mit den Worten Seifenblasen fliegt! Wenn du stolz bist, weil du verschlafen hast, soll dich das deinem Idol näher bringt. Wenn du im Physikunterricht darauf bestehst, dass Pluto auch ins Sonnensystem eingezeichnet wird, aus Respekt vor Setsuna. Wenn du dir die Planetenreihenfolge auch ohne Merkspruch, aber dafür mit Senshi merken kannst. Wenn sich dein Pferd trotz allen Glockenläutens und Rufens dennoch nicht in Pegasus verwandelt. Wenn du jedem halbwegs gut aussehenden Jungen mit schwarzen Haaren deinen Schuh an den Kopf wirfst. Wenn du dich sträubst, in den Zirkus zu gehen, weil das ja der Dead Moon Circus sein könnte. Wenn du in einem Orchester die Violistinnen mit Zitronen bewirfst. Wenn du beim Betreten jedes Saturns Angst hast, er stürzt über dir zusammen, weil er gerade einen Schwächeanfall hat. Wenn du in Tierbüchern nach einem Chanella suchst. Wenn du in jedem Schmuckgeschäft Angst hast, man könnte dir die Energie aussaugen. Wenn du nur noch zum Mondscheintarif telefonierst, deine Lebensversicherung bei der Hanse Merkur abschließt, deine Ernährung völlig auf Maßregel umgestellt hast und du ohne deinen Venus Divine ohnehin nicht mehr leben kannst. Ach ja, dein Lieblingsgeschäft ist natürlich Saturn. Wenn deine Freundin ihren Stift fallen lässt und ihn aufheben willst und du plötzlich sagst, Halt, du darfst diesen Stift nicht nehmen. Wenn du ihn einmal in der Hand hast, wird sich dein Leben für immer verändern. Wenn du eine Kathedrale betrittst und du dich vorsichtig umschaust, ob ja keine Pfeile durch die Gegend fliegen. Wenn du ein Glas Wasser auf deine verärgerten Eltern schüttest und laut rufst, Deep Submerge!
wenn dich der Name des Fernsehsenders Arte an Artemis erinnert. Wenn du deinem Astronomielehrer beizubringen versuchst, wo sich der Planet Nemesis befindet. Wenn du mit 17 Jahren sagst, ich beneide diese Jugend. Wenn du deinen Regenschirm spiralförmig anmalst und deine Eltern und Freunde hypnotisieren willst. Wenn du bei einem Schiff mitfährst und der Kapitän bei der Begrüßung sagt, es begrüßt sie ihr Sailor-Team und du laut jubelnd nach Sailor Moon rufst. Wenn du vom Computer Kopfweh kriegst und schreist, ah, die Crystal Disk. Wenn du Angst hast, in fremde Zimmer zu schauen, weil da der Baum des Lebens nach dir greifen könnte. Wenn bei einem Bowlingturnier die anderen Spieler aufgeben, nur um dein ewiges Bowlingkugel, Flieg und Sieg nicht mehr hören zu müssen. Wenn du jedes Blumengeschäft misstrauisch boykottierst. Es könnte ja sein, dass eine Blume dir das Herz stehlen will. Wenn du sämtliche Uhren aus deinem Zimmer verbannst, weil du befürchtest, vom dunklen Königreich verhext zu werden. Wenn sich deine Katze besser mit Computern auskennt als du. Wenn du dich im Physikunterricht total darüber freust, dass du schon mal was von den Zwergplaneten Ceres gehört hast. Wenn du an den Nordpol reist, nur um dort das Versteck des Königreichs des Dunklen zu suchen. Wenn du dich komplett neu einkleidest und dich dann wunderst, warum dich trotzdem jeder erkennt. Und damit sind wir auch schon am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr fandet es einigermaßen lustig. Fallen euch denn sonst noch Dinge ein, an denen man erkennt, dass man zu viel Sailor Moon schaut? Schreibt's doch bitte in die Kommentare. Feedback ist natürlich auch erwünscht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns vielleicht im nächsten Video. Bis dahin, ciao, eure Sailor Cat!